In meiner heutigen Präsentation möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, das im Zuge der Digitalisierung einen tiefgreifenden Wandel erfährt, der Bedeutung der klassischen Literatur. Angesichts von Social Media, Streamingdiensten und der Dominanz von leicht konsumierbaren digitalen Kurzinformationen wird immer häufiger die Frage aufgeworfen, ob das Lesen von anspruchsvoller Literatur oder dicken, gedruckten Büchern überhaupt noch zeitgemäß ist. Ich möchte zunächst auf die Argumente derjenigen eingehen, die der Literatur einen sinkenden Stellenwert zuschreiben, im Anschluss die unersetzlichen Vorteile des Lesens beleuchten und abschließend meine eigene Position zum Literaturunterricht darlegen. Es ist unbestreitbar, dass sich das Leseverhalten in den letzten Jahren drastisch verändert hat. Kritiker und Pragmatiker betonen oft, dass in einer schnelllebigen Informationsgesellschaft die Zeit fehlt, sich stundenlang in komplexe Romane zu vertiefen. Viele argumentieren, dass Sachinformationen auf digitalen Plattformen oder in kurzen Artikeln wesentlich effizienter und zielgerichteter vermittelt werden. Das will ich mit folgendem Beispiel verdeutlichen. Ein Student, der sich über ein historisches Ereignis informieren möchte, greift heute eher zu einem kurzen Erklärvideo oder einem kompakten Online-Artikel, anstatt ein mehrbändiges literarisches Werk zu lesen. Zudem verzeichnen Verlage seit Jahren einen Rückgang beim Verkauf klassischer Belletristik, da Jugendliche ihre Freizeit lieber mit interaktiven Medien verbringen. Wenn wir jedoch die kognitiven und emotionalen Aspekte betrachten, zeigt sich, dass Literatur einen ganz anderen, tieferen Nutzen hat. Ein gutes Beispiel dafür ist die Förderung der Empathie. Das Lesen von Romanen zwingt uns dazu, in die Gedankenwelt fremder Menschen einzutauchen und komplexe Lebensentwürfe nachzuvollziehen. Das schult die emotionale Intelligenz in einer Weise, wie es kein Algorithmus kann. Meiner Erfahrung nach zeigt sich daran, dass Literatur das beste Training für die Konzentrationsfähigkeit und den Wortschatz ist. Wer regelmäßig liest, lernt, über einen längeren Zeitraum fokussiert zu bleiben und komplexe sprachliche Strukturen zu durchdringen. Eine Fähigkeit, die im Zeitalter von ununterbrochenen digitalen Ablenkungen immer seltener wird. Dazu fällt mir das Beispiel des Literaturunterrichts an Schulen ein. Die Analyse klassischer Werke von Goethe, Kafka oder modernen Autoren ist kein Selbstzweck. Sie öffnet vielmehr die Tür zu historischen, philosophischen und gesellschaftlichen Diskursen, die das Fundament unserer Kultur bilden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Literatur kein veraltetes Relikt ist, sondern ein unersetzliches Werkzeug zur Persönlichkeitsentwicklung. Meiner Meinung nach sollte der Literaturunterricht an Schulen unbedingt beibehalten werden. Allerdings muss er moderner gestaltet werden, indem man klassische Texte mit aktuellen, die Lebenswelt der Jugendlichen ansprechenden Themen verknüpft. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank für deine inspirierende Präsentation. Wenn ich dich richtig verstanden habe, siehst du in der Literatur trotz des digitalen Wandels ein unverzichtbares Medium. Du hast zwar eingeräumt, dass das Leseverhalten pragmatischer geworden ist und digitale Kurzinformationen oft bevorzugt werden. Dem hast du jedoch gegenübergestellt, dass das Lesen von anspruchsvollen Texten die Empathie, den Wortschatz und die Konzentrationsfähigkeit nachhaltig schult. Besonders hervorgehoben hast du den Wert des Literaturunterrichts für das Verständnis gesellschaftlicher Diskurse. Dein Fazit war, dass Literatur essentiell bleibt, die Vermittlung an Schulen aber moderner werden muss. Du hast erwähnt, dass das Lesen dicker Bücher die Konzentration schult. Macht es für diesen Effekt eigentlich einen Unterschied, ob ich ein gedrucktes Buch lese oder ein E-Book auf dem Tablet, wo ich theoretisch auch durch Nachrichten abgelenkt werden kann? Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Studien zeigen tatsächlich, dass das Lesen auf bildschirmtem Papier zu einem tieferen Textverständnis führt als das Lesen auf Bildschirmen. Das haptische Erlebnis des Umblätterns hilft dem Gehirn, Informationen besser zu strukturieren. Zudem fehlt beim gedruckten Buch schlicht die digitale Verführung, mal eben die Mails zu checken. Sollten Schüler an Schulen deiner Meinung nach gezwungen werden, jahrhundertealte Klassiker in alter Sprache zu lesen, oder sollte man den Lehrplan komplett auf moderne Bestseller umstellen, die Jugendliche freiwillig lesen?
Ich verstehe diesen Einwand, möchte aber gleichzeitig darauf hinweisen, dass eine radikale Umstellung ein Verlust wäre. Klassiker bieten universelle menschliche Themen, die zeitlos sind. Der Schlüssel liegt im Vergleich, warum nicht ein historisches Drama von Schiller gemeinsam mit einem modernen Jugendroman zum selben Thema analysieren. Das würde den Unterricht enorm aufwerten. Glaubst du, dass Hörbücher eine gleichwertige Alternative zum klassischen Lesen sind oder geht dabei der sprachliche Lerneffekt verloren? Dazu möchte ich sagen, dass Hörbücher eine wunderbare Ergänzung sind, um Menschen den Zugang zu Geschichten zu erleichtern. Allerdings ist der kognitive Prozess ein anderer. Beim aktiven Lesen sieht man das geschriebene Wort, die Rechtschreibung und die Grammatikstruktur, was den eigenen Wortschatz und Ausdruck nachweislich stärker prägt als das passive Hören.